It's me. Episode 1. Reich der Schatten. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with breaking and entering incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Not all of them. Let's see what she was really after. Yeah. Und habt ihr gehört? Due to the actions of the Batman. Nicht of Batman, sondern of the Batman. Der Fledermausmann, so sagen sie das. Wow, wir sind im Bat Cave. Und hören Jack Ryder zu. Okay, hier gibt es eine ganze Menge zu sehen. Wie weit können wir denn gehen? Wow, so weit auch wieder nicht. The suit absorbed most of the damage from that gunshot. I've got to protect my back, even from the police. Ja, das war dumm gelaufen halt, gell? Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. Oh ja, ein echtes Baby, vor allem die Voice Modulation. Ja, ja. Die Kinokarten und die Theaterkarten von damals in der Crime Alley. Hieß die davor schon Crime Alley oder wurde die dann Crime Alley genannt? Ich meine, welche Familie geht mit ihrem Kind in der Crime Alley entlang? Keiner, oder? Bringing the total number of escapees from the half-prison, half-mental hospital to 15 this year. Only 3 have been caught to date, but all the escapees highlight the rough, some would say. Aber macht Batman nicht gerade Selbstjustiz? Gothams Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was sowohl die vermehrten Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehren wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangsregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit große Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngstem Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Lieutenant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen. Von James Hagopian. Okay, den kennen wir doch, oder? In Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Geredes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Grogan von Gotham Citys Polizei Lieutenant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit betraut. Früher am Tag betont Lieutenant Gordon in einer Pressekonferenz: Wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor seinem Eintritt in das GCPD, Gotham City Police Department, und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihn das Marine Corps zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist.
Wayne Enterprises finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital. Wayne Tech, hier. Der wohltätige Zweig von Wayne Enterprises unter Leitung von Robert und Regina Zellerbach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Seit Jahren hat die Anstalt durch menschenunwürdige Behandlung der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital, so der Name der zukünftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und modernen Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten, um den Leiden echte Heilung angedeihen zu lassen. Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet, Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlassung zu implementieren. Alter, was ist das für ein langer Text gewesen? Das muss ja das Spiel unseres Lebens werden, oder? Kodex? Okay. Ja, den tun wir uns nicht komplett an. Gucken wir mal. Machen wir mal jedes Mal 1, 2 Fragezeichen weg in jeder Folge vielleicht, oder? Thomas und Martha Wayne, verstorben. Thomas und Martha Wayne, Gründer von Wayne Enterprises. Meine Eltern. Sie haben unermüdlich gearbeitet, um denen in Gotham City zu helfen, die weniger Glück hatten, bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joe Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensmission gemacht, die Stadt in ihrem Gedenken von der Korruption zu befreien. Alfred Pennyworth, Butler der Familie Wayne. Der treue, geduldige, immer hilfreiche Alfred. Er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue, trotz seiner häufigen Proteste. Ohne ihn würde das alles hier rasch auseinanderfallen. Einen machen wir noch, einer geht noch. Harvey Dent, Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat. Einer meiner ältesten Freunde. Er hat eine Menge großartiger Ideen, wie man Gotham retten könnte, aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgungen zu erheben. Die beste in Gotham seit 50 Jahren. Okay. So, wo geht's weiter? Some of which. Jetzt gucken wir uns dieses erstmal noch den Apparillo-Tisch. Sehr gesprächig ist er jetzt auch nicht, oder? Der gute Prozess. Was haben wir hier? Die Bad-Rauchkugeln. Well, the test run at the mayor's office was a success. Ja, schon mal nicht schlecht. Da haben wir ja gut einen Rauch abgelassen, gell? I should see if I can refine the edge. Could be sharper. Mhm. Was haben wir hier? Sensoren zur Spurenerfassung. The newest edition. Can program it to reveal trace elements in a confined space. Okay, auch cool. EMP-Haft-Taser. Oh yeah. Mit der Nippelklemme. Alles dabei. Deliver a jolt or knock out electricity in the area. And I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Ja. Okay. Da gibt's nichts weiter, da gibt's nichts weiter. Dann kommen wir jetzt mal der Sache hier nahe. Achso, Satzinterhalt. Spare grapple. Ist ja was anderes. Can't believe I let her take that. So. Jetzt Datenlaufwerk. Oh je. Yeah. Nearly fell off a building for this. Ja, jetzt will ich es mit dem Bad-Computer angucken. Wo ist der Bad-Computer? Ist das der Bad-Computer? Oh, wo gehen wir jetzt hin? Oh mein Gott! The Bad-Karre. Ja, ja. Ey, richtig cool, oder? Ah, damit könnte ich auch leben. Doch, also... Oh, that's the stuff. Yeah, that's the stuff, my friend. Okay, können wir hier noch runtergehen? Nein, okay. Okay, cool. Dann gehen wir zum Bad-Computer. Oder gibt es hier nach rechts noch was? Voll spannend, sich mal alles anzugucken hier unten.
Nee, da kommt die Invisible Wall. Wall of Dump Asses. So, okay. Das hier sieht aus wie eine Bad-Computer, ne? Hey. Hey. Hier, Hauptbildschirm. Yeah. 2 more patients have gone missing from Arkham Asylum, bringing the total number of escapees from the half-prison mental hospital to 15 this year. Only 3 have been caught to date. Analysiere es am Bett. Ah, da. Datenschnittstelle. Oh ja, Baby. Oh, 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 der Bettstuhl fährt aus. Selbstverständlich. Heiliger Strohsack. Heilige Armlehne. Du Produkt deines Teebeutels. Nein, das war Schredder. Oh Gott. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here. In a dark, damp cave. In front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Was geht hier ab, mein Freund? Und dreh mal das Hologramm. Weiter geht's nicht, okay. Dann drehen wir es wieder zurück. Was soll ich denn hier erkennen? This is a map of the east side shoreline. Ah, er erkennt selber. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Ah, da unser Before the Freund, der game switched Beste. from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I don't want anything to do with Falcone. Well, he certainly showed interest in you. That's what worries me. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Ja, Mann, wir checken den Kodex. Ah, okay, okay. Medienberichte, also jetzt sitzen wir einfach in unserem Stuhl. Ja, Sternzeit 773,5. Catwoman. Found her. Katzeneinbrecherin. Verbrechen, Einbruch. Einfacher Diebstahl. Naja, so einfacher Diebstahl? War das einfacher Diebstahl? Neue Kriminelle auf der Bildfläche. Wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Toll. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point.
I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but No one's gonna figure it out, Al. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. Ja, komm, da hast du recht, Alfred. You're right. I should have canceled the event. But I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places. Though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Cookie Dent. Visitenkarte. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I Tja, haven't the faintest idea. das ist kein Zufall. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, Macht der I advise you Kappelpot. to be cautious. Oh, hör auf, ey. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Tja. I think you will. Aber we will in der nächsten Folge. Dann gehen wir in den Kappelpot Park um 6 Uhr und 6 Minuten. Mach's gut. Bis dahin. Halte die Fledermausohren steif. Fledermausohren.